Videospiele sind teuer. Die Games, Konsole, Accessoires, meine Stickstation, die Sachen finanzieren sich nicht von alleine und so geht sehr viel Geld für dieses Hobby drauf. Was ist aber, wenn jetzt eine Konsole für über 1000 Euro rauskommen würde und diese ist stärker als alles, was man zuvor gesehen hat? Klingt crazy, ist aber in den 90ern genauso passiert mit dem Neo Geo. Eine Reihe an Konsolen, die sich nicht jeder kaufen konnte, aber eine unfassbare Power mit sich brachte. Wir schauen uns heute die Lebensspanne dieser Konsolen an, was für Spiele auf ihnen liefen und wie gut dieses Konzept letzten Endes funktioniert hat. Let's go! Bevor wir anfangen aber eine Nachricht vom Sponsor des heutigen Videos. Hoyoverse, die Macher von Genshin Impact und Honkai Star Rail, kommen mit etwas Neuem um die Ecke, nämlich Zenless Zone Zero. Diesmal findet alles im städtischen und postapokalyptischen New Eridu statt. Das Spiel ist ein Action-RPG. Es geht also darum, Realtime-Kämpfe zu bestreiten, Kombos einander zu ketten und ultimative Attacken rauszulassen. Die Missionen in dem Spiel sind vielfältig und können die Kampfanforderungen verschiedener Spielertypen erfüllen, sei es für storyorientierte oder für actionorientierte Spieler, je nachdem, was einem besser gefällt. Erledigen tun wir das Ganze mit den vielen verschiedenen Agenten, die es in dem Spiel gibt. Alle haben individuelle Eigenschaften und Fähigkeiten. Nehmen wir den neuen Agenten Jane aus dem 1.1 Update als Beispiel, eine Nahkämpferin, die als Kriminologin unzählige Geheimnisse verbirgt. Ergänzend kann man auch noch andere Agenten wie Piper an sein Team holen, um strategische Vorteile zu erhalten. Allgemein bestimmt die Zusammensetzung des Teams den Kampfstil. Das Spiel ist für Mobile-Geräte verfügbar, aber auch für den PC und der PS5 für eine noch angenehmere Erfahrung mit Controller. Falls sich also euer Interesse wecken konnte, nutzt gerne diesen Bonuscode und checkt das Spiel mit dem ersten Link in der Beschreibung aus. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Unsere Geschichte beginnt in den 1980er Jahren, aka die goldene Ära der Arcades. Ihr alle kennt diese Automaten, auch wenn sie mittlerweile zumindest in Deutschland eher ausgestorben sind. Geräte, die voll und ganz auf ein Spiel zugeschnitten sind und auf dem man diese Spiele für Geld spielen kann. Wenn man sich damals entschieden hat, so eine Arcade zu betreiben, klingt das auf Papier erstmal wie ein lukratives Geschäft. Man kauft sich diese Maschinen einmal und macht anschließend nur noch Profit mit ihnen. Auf Papier ist leider aber oft ein Lügner und so konnten sich schnell sehr viele Probleme bemerkbar machen. Zum einen, diese Maschinen sind massiv und sie sind teuer. Wenn du ein großes Angebot an vielen verschiedenen Spielen bereitstellen wolltest, brauchtest du sehr viel Platz und sehr viel Geld, was vor allem für kleinere Besitzer solcher Hallen eine echte Herausforderung werden konnte. Dazu kommt auch noch, dass man alle Geräte instand halten muss, man muss sich um alle einzeln kümmern, wenn es Probleme gibt und wenn neuere Maschinen rauskommen, muss man jede einzeln ersetzen. Es gab Lösungsansätze wie den PlayChoice 10, eine Arcade-Maschine von Nintendo, auf der ganze 10 NES-Games spielbar waren, was natürlich super effizient ist, aber dennoch löst es diese Probleme nur so halb. Diese Schwierigkeit hat auch SNK erkannt, ein Entwickler solcher Arcade-Games. Bekannt unter anderem für Spiele wie Ikari Warriors, was nicht nur so aussieht wie Rambo, sondern auch als ein Rambo-Spiel gedacht war, bis die Rechte dafür zu teuer wurden und man sich dachte, ja okay, scheiß da drauf. Die Lösung für jegliches Problem der Menschheit war das Neo Geo Multi-Video System oder kurz MVS. Das ist eine Arcade-Maschine mit Cartridge-Slots. Das bedeutet, man kann quasi jedes Spiel auf dieser einen Maschine spielen, insofern man das Game dafür hat, quasi wie bei einer Heimkonsole. Unfassbar attraktiv für Betreiber solcher Arcade-Hallen. Es ist platzsparend, flexibel und die Cartridges waren günstiger als komplette Gerätschaften für neue Spiele. Orte wie Pizzerien oder Bars fingen an, diese Geräte einfach in die Ecke zu knallen. Kurz darauf ist allerdings auch der kleine Bruder erschienen, das Neo Geo Advanced Entertainment System, kurz AES. Das war quasi das Arcade-Gerät nur als Heimkonsole, was es sofort zur stärksten Heimkonsole aller Zeiten gemacht hat. Also zu dem Zeitpunkt zumindest. Man konnte Spiele in Arcade-Qualität zu Hause spielen, mit demselben Sound und derselben grafischen Leistung. Ich glaube, viele können sich heutzutage gar nicht vorstellen, wie gestört das eigentlich war. Gestört war aber auch der Preis, den man dafür zahlen musste. Mit einem Preis von knapp 650 US-Dollar oder angepasst an die Inflation 1454 US-Dollar ist das mit die teuerste Konsole, die jemals released wurde. Erklären kann man das dadurch, dass anfangs gar nicht geplant war, diese Konsole überhaupt rauszubringen. Man konnte
konnte sie in japanischen Videotheken ausleihen, um Arcade-Spiele auch von zu Hause aus spielen zu können. Da die Nachfrage aber scheinbar doch so groß war, hat SNK entschieden, das Teil doch zum Verkauf anzubieten. Es war ein Luxusprodukt, eine Konsole für die Oberschicht. Da die Spiele so leistungsstark waren, kamen die Cartridges auch in der dementsprechenden Größe. Sie waren knapp doppelt so groß wie die von der Konkurrenz. Zum Glück kamen sie aber auch mit einem chilligen Preis von Minimum $200 pro Spiel. Und das waren nur die günstigen. Ihr merkt, man musste fucking reich sein, um sich diese Konsole leisten zu können. Der Neo Geo hat irgendwann Legendenstatus unter den Jugendlichen erhalten. Es war die Konsole, die jeder wollte, mit der heftigsten Grafik aller Zeiten, aber sich niemand kaufen konnte. Die Verkaufszahlen halten sich dementsprechend in Grenzen. Bedeutet allerdings nicht, dass es keine krassen Spiele gab. Der Neo Geo AES war der Ort für die heftigen Fighting Games, natürlich vor allem zurückzuführen auf den Arcade-Ursprung der Konsole. Spätestens nach dem Release von Street Fighter 1987 waren alle verrückt nach dieser Art von Spielen in den Arcades und ein großer Fighter nach dem nächsten kam raus. SNK war allerdings besonders glücklich in der Situation, denn sie hatten Takashi Nishiyama an Bord, einer der Director vom originalen Street Fighter, der Capcom verlassen hat. Es ist der Typ, der die berühmte Hadouken-Attacke erfunden hat. Er hat sich also hingesetzt und Fatal Fury King of Fighters entwickelt, dem laut ihm geistigen Nachfolger von Street Fighter. Das, was das Spiel so besonders gemacht hat, war die Einführung von mehreren Ebenen, eine im Vordergrund und eine im Hintergrund, auf denen man sich bewegen und Angriffe ausführen konnte. Abgesehen davon hat sich das Spiel dadurch ausgezeichnet, wie simpel es an der Oberfläche gestrickt war. Im Grunde gab es nur 3 Aktionen: Schlagen, Treten und Werfen, aber diese effektiv zu benutzen war der ganze Kniff an der Sache. Bei Fatal Fury hörte es aber nicht auf, es gab King of Fighters, Samurai Showdown und viele weitere Classics, die hier vertreten waren. Spiele wie Metal Slug, wo so viel auf einmal auf dem Screen passiert, haben am besten die Stärke des Neo Geo demonstriert. Wenn man das alles mit anderen Heimkonsolen zu der Zeit vergleicht, wird klar, dass der Neo Geo AES auf einem komplett anderen Level war. Das Coolste an der ganzen Sache ist, dass diese Konsole die erste war, die eine Memory Card hatte. Auf dieser Memory Card wurden alle Spielstände gespeichert, wie man es auch von späteren Konsolen kennt, jedoch gab es hier noch ein besonderes Feature. Man konnte diese Memory Card nehmen und in Neo Geo MVS Arcade-Maschinen stecken und quasi mit seinem eigenen Spielstand an einer Arcade-Maschine weiterspielen. Super coole Methode, beide Systeme zu kombinieren und auch bis dorthin etwas noch nie dagewesenes. Diese beiden Neo Geo Systeme zu verstehen ist noch relativ einfach, danach wurde es allerdings etwas wild. 1994 kam der Neo Geo CD raus. Er konnte nicht nur Videospiel-CDs abspielen, sondern auch die handelsüblichen Audio-CDs. Er war quasi ein CD-Allrounder. Der Hauptgrund für seine Existenz ist einfach, dass man mit ihm die Spiele viel günstiger anbieten konnte, halt auf CDs und nicht mehr diesen XXL-Cartridges. Stellt sich jedoch heraus, dass Spiele solcher Art auf CD-ROM sehr lange laden müssen. Die Ladezeiten erstrecken sich teilweise zu bis zu 1 Minute pro Ladebildschirm. Die Wertungen für das Teil waren dementsprechend mies. Der Hyper Neo Geo 64 sollte die Kritiker zum Schweigen bringen, eine vollständig modernisierte Version der Arcade-Maschine. Naja, aber so modern war sie dann letztendlich doch nicht. Miese Wertungen. Vielleicht kann der Neo Geo Pocket was daran ändern. Er kam ein Jahr später raus und war der Versuch, im Handheld-Markt durchzustarten. Wie war denn die Lebensspanne der Konsole? Oh mein Gott. Die Konsole kam 1989 raus, also fast 10 Jahre nach dem Game Boy, und war technisch sehr ähnlich zu diesem. Er hatte keine Farben, ein LCD-Display und kein Backlight. Man konnte also auch mit dem Teil nicht im Dunkeln spielen. Man hat das gemacht, um preislich mit dem Game Boy konkurrieren zu können, aber es widerspricht jeglicher Philosophie von SNK. Sie hatten immer die teure Premium-Ware, jetzt also auf 10 Jahre alte Hardware zu setzen, um günstig wegzukommen, wirkt wie ein großer Bruch. Ein Jahr später kam der Neo Geo Pocket Color direkt hinterher. Sie wollten wirklich nicht aufgeben. Wenn man sich beide Geräte mal so anschaut, sehen sie wirklich fast 1:1 gleich aus, wenn man vom Wort Color auf dem Gehäuse mal absieht. Das liegt daran, dass es vom Ding her auch wirklich dieselbe Konsole ist, nur dass die eine jetzt halt Farbe darstellen konnte. Hat sie wenigstens länger überlebt?
Ja, immerhin, ein Jahr länger. Das Hauptproblem am Neo Geo Pocket war, dass es einfach irgendein Handheld war, an einem Markt, der schon sehr von einem Player dominiert wurde und er somit so ein wenig unter den Radar gefallen ist. Heißt aber nicht, dass alles an ihm scheiße war, auch hier sind ein Highlight die Fighting Games. Die Konsole hat nämlich einen sehr großen Vorteil im Vergleich zum Game Boy, ein Control Stick. Spiele wie SNK vs. Capcom machen davon perfekt Gebrauch. Ich würde behaupten, es war damals die ultimative Fighting-Erfahrung für unterwegs. Abgesehen davon gab es auch diverse Third-Party-Spiele für das Gerät, wie ein Sonic 2 Port, eines der ersten Sonic-Spiele, das nicht für eine Sega-Konsole erschienen ist. Geholfen hat das allerdings nichts und mit dem Untergang dieser Konsole hat SNK gleichzeitig auch ihren Bankrott erklärt. Auch wenn man die Neo Geo-Reihe eher als Fehlschlag verbuchen kann, blicke ich mit einer gewissen Freude auf sie zurück. Sie hat das Arcade-Erlebnis so sehr nach Hause geholt wie keine andere und brachte einfach ein super spannendes Konzept mit sich. SNK existiert heutzutage übrigens wieder nach einer Reihe an Aufkäufen und Namensänderungen. Es sind sogar Geräte wie der Neo Geo X oder der Neo Geo Mini erschienen, auf denen man eine Reihe an vorinstallierten Neo Geo Classic spielen kann. Eigentlich eine ganz süße Idee. Hauptsächlich stellt SNK mittlerweile aber Pachinko-Maschinen her. Auch wenn die wenigsten jemals eine Neo Geo Konsole besessen haben, ist es ein interessantes Stück Gaming-Geschichte und ich bin froh, dass es sie gibt.